hast mich auf die Idee gebracht, Uli zu überraschen. Millie, du musst dich beeilen. Welches Kleid soll ich denn jetzt anziehen? Ist doch egal. Du siehst in beiden toll aus. Und was mache ich mit meinen Haaren? Ich habe bereits einen zuverlässigen Mann angeheuert. Der Kaufmann das Kokain in Bangkok unterscheidet. Ja, das nützt aber nichts, wenn man es nicht entdeckt. Aber das ist auch schon geregelt. Die thailändische Flughafenpolizei wird informiert, sobald Kaufmann hier abhebt. Aber ich liebe dich doch. Und Marc? Zwischen uns ist nichts mehr. Ich will nur dich. Van Brunwieler hat ausdrücklich angeordnet, dass ich nur Leute mit Einladung reinlasse. Du hast keine Einladung. Du willst mich nicht hier haben? Willi, ich hätte dich super gerne dabei. Aber Van Brunwieler besteht darauf, dass ich nur Leute reinlasse, die auf der Gästeliste stehen. Dann schreib mich doch einfach auf die Gästeliste. Das geht nicht, wenn er davon Wind bekommt. Schon verstanden. Schönen Abend noch. Amelie, bitte, jetzt sei doch nicht sauer. Was ist denn hier los? Die junge Dame hat keine Einladung. Herr Potenski, Prozeski. eine solche Dame, eine solche charmante Person braucht doch keine Einladung. Wie, aber Sie haben mir doch gesagt, ich soll niemanden... Entschuldigen Sie bitte. Sie sind selbstverständlich mein Gast. Darf ich Ihnen meine Bilder zeigen? Tut mir leid, mir ist die Lust vergangen. Wenn ich mir vorstelle, noch vor einer Woche. Die Entführung ist doch längst vorbei. Denk nicht mehr dran. Ja, das versuche ich ja. Aber ganz vergessen kann ich es nicht. Ganz schön Angst gehabt. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Ja, hast ja recht. Möchtest du auch noch einen Schluck Wein? Mhm, gerne. Ups. Du verträgst ihm doch nicht so viel. Du sollst den Rest des Weines lieber mir überlassen. Ha? Caroline war wirklich eine wunderschöne Braut. Stimmt. Sie sieht so glücklich aus. Die Hochzeit war bestimmt der schönste Tag in ihrem Leben. Also mein schönster Tag wird der, wenn ich meinen Pilotenschein habe. Das war ja klar. Du denkst immer nur an das eine, ans Fliegen. Stimmt doch gar nicht. Also eigentlich denke ich immer nur an dich. Ehrlich, du bist mir das Allerwichtigste. Dem Schneiders aushelfen, wenn Uli im Krankenhaus liegt, das darf ich. Aber bei der Vernissage bin ich unerwünscht. Was hätte Uli denn tun sollen? Er hat nur seine Pflicht erfüllt. Er hätte doch mal nachfragen können. Ich bin doch nicht irgendeine Tussi, sondern seine Freundin. Außerdem kennt Frau Schneider mich auch. Dieser Brunwieler soll total schwierig sein und da wollte Uli nicht verärgern. Ach was, der war so charmant. Der hatte überhaupt nichts dagegen, dass ich reinkomme. Das konnte Uli doch nicht wissen. Aber er hätte es rausfinden können. Aber nein, zum Fragen war er zu feige. Wie hätte das denn ausgesehen? Der Geschäftsführer bettelt den Künstler an, seine Freundin reinzulassen. Fragen, nicht betteln. Hör mal zu. Diese Vernissage ist sehr wichtig für Frau Schneider. Und da wollte er einen kompetenten Eindruck machen. Hauptsache, bei seinem Job läuft alles. Wie ich mich fühle, ist ihm egal. Ach, so ein Quatsch. Hast du dem bestimmt alles tierisch leid. Selbst wenn, ich hätte es nie übers Herz gebracht, ihn so abzufertigen. Uli liebt dich. Davon habe ich aber vorhin nichts gemerkt. Auf den passen Sie aber bitte besser auf. Natürlich. Ich muss mich nochmals entschuldigen. Ja, schon gut. Hätten Sie mal einen Zettel? Bitte schön. Ich muss Ihnen noch aufschreiben, wo sich das neue Schließfach befindet. Offen gestanden, es wundert mich, dass Sie mir nochmal Vertrauen entgegenbringen und nicht zu einem anderen Anwalt gehen. Das hat einen ganz simplen Grund. Sie hatten bereits das Vergnügen, Herrn Brandner und seine Komplizin kennenzulernen. Sie lassen sich nicht mehr austricksen. Bestimmt nicht. Am liebsten würde ich dieses Duo anzeigen. Wir können eh nichts beweisen. Außerdem wäre sofort klar, dass ich den beiden auf die Schliche gekommen bin. Danke. Wieso wollen Sie das Pärchen in Sicherheit wiegen? Die beiden spielen doch nur am Rand eine Rolle. Und um wen geht es dann?
Hinter den beiden steht eine Person, die mich unbedingt loswerden will. Man will mich mit Hilfe von Tricks nach Thailand lotsen. Ich bin mir sicher, es wäre eine Reise ohne Wiederkehr. Sie fürchten um Ihr Leben? Ich muss mit allem rechnen. Und deshalb muss ich auch so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Sie holen den Schlüssel also in Kürze wieder ab. Nein, nein, der bleibt hier. Und ich melde mich auch weiterhin regelmäßig bei Ihnen. Sollte mein Anruf ausbleiben, dann wissen Sie, was zu tun ist. Ich werde die Unterlagen aus dem Schließfach an die Presse weiterleiten. Herr Hieler, wenn Sie sonst noch Hilfe brauchen. Danke, aber ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Millie, ich habe mich schon 1000-mal bei dir entschuldigt. Das tut mir leid. Van Brunwieler war sowieso schon schlecht drauf. Der hat mich permanent zur Sau gemacht. Da wollte ich nicht auch noch... Um deine Laune machst du dir Gedanken, aber um mich? Ich weiß, ich habe mich total blöd benommen. Aber du hättest mir doch auch vorher sagen können, dass du vorbeikommen willst. Ich wollte dich überraschen. Ich dachte, dass du dich freust. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Natürlich wäre ich lieber mit dir auf der Vernissage gewesen. Aber ich hatte Angst, dass Van Brunwieler ausflippt. Der war sowas von freundlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie Stress gemacht hätte. Bist du jetzt sehr böse auf mich? Ich verstehe ja, dass du keinen Ärger wolltest. Aber mich hast du mies behandelt. Du denkst zu wenig an mich. Das stimmt nicht, Millie. Ich denke ständig an dich. Ach ja? Dann überleg mal. Wann hatten wir das letzte Mal wirklich Zeit füreinander? Nur für uns. Das war... Vor Monaten. In unserem Urlaub in Griechenland. Seit wir wieder hier sind, denkst du nur noch an deinen Job. Das stimmt nicht. Millie, du bist mir wichtiger als jeder Job dieser Welt. Das hoffe ich. Du mir nämlich auch. Aber ich habe keinen Bock auf einen Freund, bei dem ich an was weiß ich wievielter Stelle komme. Muss in die Schule. Millie? Ja, was ist? Das ist dein letzter Erdbeerjoghurt hier? Nein, Erdbeer will immer Heino. Na, dann ist ja gut. Sag mal, hast du irgendwo mein Sparbuch gesehen? Bin ich für dein Chaos zuständig? Fällt in der Jacke von gestern. Musst du wieder Flugstunden bezahlen? Nee, das Geld, das ist für einen... da ist es ja. Ja, also wofür brauchst du die Kohle? Sag mal, isst du gerade meinen letzten Erdbeerjoghurt? Ja. Echt lecker. Das gibt Rache. Komm, hab dich nicht so. Du futterst mir auch genug weg. 2000 paar 100. Das wird reichen. Wofür denn nun? Ich will Katja einen Verlobungsring kaufen. Du willst dir einen Antrag machen? Genau das. 2000 Mark für einen Ring? Das ist nicht ein bisschen viel? Du kennst doch Katjas Geschmack. Da kann ich nicht mit irgend so einem Blechteil aufkreuzen. Ja, aber du wolltest doch von der Flugholz deine Flugstunden bezahlen. Wenn du jetzt einen Ring dafür kaufst? Ja, dann muss meine Prüfung ja ein bisschen warten. Oder ich gehe mehr arbeiten. Mir ist Katja einfach wichtiger. Ja, und hast du mal gecheckt, was Kathi so vom Heiraten hält? Ja, vielleicht findet sie das ja grundsätzlich schlecht und dann hast du die Kohle in den Sand gesetzt. Kathi findet Heiraten total romantisch. Sie bekommt immer ganz feuchte Augen, wenn sie Hochzeitsfotos sieht. Total süß. Und du? Hast du dir das auch gut überlegt? Da brauche ich nicht überlegen. Kathi ist mein Ein und Alles. Millie, hast du das gehört? Heino will heiraten. Ja, finde ich toll. Tschüss. Ciao. Mein Bruder will heiraten. Wer hätte das von dir gedacht? Ich werde sie zuerst an einen ganz romantischen Ort führen. Und dann werde ich sie fragen. Ich sehe es schon vor mir. Rosen, Champagner, du auf Knien vor ihr. Genauso stelle ich mir das so vor. Ach, das war ein herrlicher Morgenspaziergang. Ja, nur lässt das Wetter zu dieser Jahreszeit ein bisschen zu wünschen übrig. Wenn ich da an Südamerika denke, dort ist jetzt Frühling. Mein lieber, kein Mensch zwingt dich, hier in Deutschland zu sein im Herbst. Nun, wie auch immer. So ein Klimawechsel hat ja auch seinen Vorteil. Danke, dass du mich nicht so früh geweckt hast. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich vermisst habe?
Caroline, wie nett, Sie wieder auf Friedenau zu sehen. Ja, guten Tag. War Ihr Aufenthalt in New York erfolgreich? Ich kann nicht klagen. Ach, das freut mich zu hören. Clarissa, spar dir die Show, ja? Henning, es freut mich wirklich. Ein beruflicher Lichtblick tröstet deine Frau doch sicherlich darüber hinweg, dass Guldenberg jetzt lieber eine Biografie über mich verfasst. Ich wusste, dass sie darauf herumreiten wird. Nehmt es nicht so schwer. Mit ein bisschen Glück schaffen vielleicht auch Sie es noch, aus Ihrem Leben etwas zu machen. Jetzt reicht es aber. Sie haben ja wenigstens das Glück, mit einem Vorbild wie mir unter einem Dach zu leben. Schauen Sie sich doch einfach was ab. Ach, wie unhöflich von mir. Ich habe Sie ja noch gar nicht vorgestellt. Caroline Odenthal. Pardon. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen. Caroline von Anstetten. Jürgen Hiller, ein Geschäftsfreund. Angenehm. Herr Hiller ist... Keiner von uns beiden hat auch nur das geringste Interesse daran, etwas über deinen neuen Lakaien zu erfahren. Du entschuldigst uns, Clarissa? Da bemüht man sich, freundlich zu sein. Beleidigt sein kannst du richtig gut spielen. Morgen. 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 Bist du bereit für eine Überraschung, Kathi? Immer, ich liebe Überraschung. Ja. Barbara hat heute Morgen angerufen, als du noch geschlafen hast. Und... Sie kommt uns besuchen? Nein, leider nicht. Sie muss vorher erst noch in Singapur bleiben. Was ist es denn dann? Sollen wir sie auf die Folter spannen? Nein, sag's ihr. Also wenn ihr so einen Aufstand macht, dann muss es ja ein echter Knüller sein. Das kannst du wohl laut sagen. Also, Barbaras Finanzberater haben ihr empfohlen, aus steuerlichen Gründen einen Teil ihrer Firma jemand anderem zu überschreiben. Aha, und weiter? Sie hat sich für dich entschieden. Verstehst du nicht? Ich glaube nicht so ganz. Kathi, dir gehört jetzt ein großer Teil von Barbaras Vermögen. Ich würde sagen, 35 Millionen mindestens. Nee, du nimmst mich auf den Arm. Nein. Das ist ja der Hammer. Das heißt, ich kann jetzt alles kaufen, was ich will? Also bitte, Kathi. Ich glaube, du brauchst nicht noch mehr Klamotten, CDs oder sonst was. Aber theoretisch käme ich an das Geld ran. Theoretisch könntest du alles ausgeben, ja. Allerdings glaube ich nicht, dass Barbara das allzu gut finden würde. Keine Angst, ich bin sehr bescheiden. Ich kaufe mir nur einen klitzekleinen Sportwagen. Schloss Friedenau, richtig. Ja, danke. Du solltest bald aufbrechen, sonst verpasst du noch deinen Flug nach Bangkok. Oh, ich habe schon ein Taxi bestellt. Hoffentlich kommt es bald. Ich muss noch packen. Bangkok wird dir bestimmt gefallen. Ah, das glaube ich auch. Ich habe schon Reiseführer studiert. Eine tolle Stadt. Ich habe dir eine Suite reservieren lassen im Majestic. Da steige ich auch immer ab. Genau das richtige Haus, um sich vom Zeitunterschied zu erholen. So viel Fürsorge habe ich gar nicht erwartet. Und wenn du dann ausgeschlafen hast, meldest du dich am besten bei meinem Geschäftsführer. Er kümmert sich dann um alles Weitere. Vielen Dank, Clara. Bei diesem Herrn bin ich bestimmt in den besten Händen. Ja? Verzeihung, Herr Brandner ist da. Er möchte reinkommen. Guten Tag. Hallo, ich bin gerade im Aufbruch. Ich fliege heute mit nach Bangkok. Thailand, wie schön. Beneide ich Sie. Ich will mich um unsere dortige Niederlassung kümmern. Ah, dann. Gute Reise, Herr. Vielen Dank. Ich warte unten auf das Taxi. Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Nicht mal in Ruhe frühstücken kann man. In einer Stunde muss ich schon wieder im Bistro sein. Ziemlich viel Stress zur Zeit, ne? Das kann man wohl laut sagen. Also, ich hänge mich da nur ungern wieder rein, aber ich glaube, Millie fühlt sich in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Ja, ich weiß. Kannst du dir nicht mal einen Tag frei nehmen? Ich würde ja gern, aber Warum machst du es dann nicht? ich habe total lange im Krankenhaus gelegen. Und jetzt auch noch Urlaub? Frau Schneider kann keinen Geschäftsführer brauchen, der nie da ist. Ja, und Millie keinen Freund, der kaum Zeit für sie hat. Hört dir das wirklich so an? Was dachtest du denn? Ja, dass sie sauer wegen gestern ist und deshalb so ausflippt. Nee, das war nur der Auslöser. Naja, ich habe mich in letzter Zeit wirklich wenig um sie gekümmert. Ich nehme mir heute Abend frei und lade sie in ein schickes Restaurant ein. Also, ich glaube, mit dem Essen ist es diesmal nicht getan. So, bitte. Danke. Schön.
Und? Jackpot! Daniel hat mir sein Muster. Hey, warum warst du so wild auf die Kiste? Ja, warum wohl? Ich kann ja wohl kaum mit Kathi Bus zum See fahren. Käme vermutlich weniger gut. Eben. Und so ein Mustang ist cool. Dann wird's jetzt wirklich ernst, hä? Mhm. Diese hübsche kleine Zicke als Schwägerin. Ich bin wirklich nicht zu beneiden. Halt dich zurück, ja? Kathi ist nicht zickig. Sie hat Temperament. So kann man's auch sehen. Zeigst mir mal den Ring? Klar. Was hat er jetzt eigentlich gekostet? So ungefähr genau 2400. Mit einem echten Brillanten. Du solltest deine restlichen paar Kröten in eine Lupe investieren. Wieso? Damit man den Brillanten auch erkennt. Sehr witzig. Jetzt mal im Ernst. Meinst du, der gefällt Kathi? Na logisch. Der macht was her. Hoffentlich. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Kathi zu beeindrucken. Hast du mir nicht mal erzählt, dass Kathi sich sogar freut, wenn du ihr ein paar Gänseblümchen schenkst? Doch schon. Na also, mach dir keinen Stress. Freut sich bestimmt tierisch. Hallo. Du bist schon da? Ja, Mathe ist ausgefallen. Was machst du eigentlich hier? Bricht ohne dich im Schneiders nicht alles zusammen? Und wenn schon. Kommst du mal bitte, Millie? Ich war mal wieder ein Riesenidiot. Jetzt habe ich die süßeste Freundin, die ich mir nur wünschen kann und denke nur an meine Arbeit. Verzeihst du mir noch mal? Ja, schon. Aber es muss sich was ändern zwischen uns. Wahrscheinlich habe ich den Job im Bistro einfach zu ernst genommen. Ich möchte wieder viel mehr Zeit mit dir verbringen. Hast du am Wochenende schon was vor? Nicht direkt. Und am Montag schreibst du keine Klausur? Nein, wieso? Wir fahren weg. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Ja, klar. Wohin denn? Hier in eine kleine Hütte auf dem Land. Schau mal, wie gefällt's dir? Hast du schon gebucht? Nein, erstmal nur vorreserviert. Ich wusste ja nicht, ob du nicht noch was anderes vorhast. Und, wie findest du es? Oh, mit Kamin, wie romantisch. Die Gegend ist auch total schön. Und wenn das Wetter mitspielt, dann können wir da 1000 Sachen machen. Von mir aus kann es das ganze Wochenende durchregnen. Mit dir in so einer Hütte. Millie, ich muss schon wieder weg. Die Reise buchen und... Ins Schneiders, ich weiß. Ich habe leider nur den Vormittag frei. Schlimm? Ja, natürlich. Aber wir haben ja das ganze Wochenende. Genau. Das mit dem Wegfahren ist wirklich eine tolle Idee. Natürlich könnte Ihre Vernissage hier stattfinden. Lassen Sie uns gleich mal die Details besprechen. Mal sind Sie sicher, dass Frau von Anstetten hier nicht zufällig reinschneidet? Glauben Sie, wir würden so kurz vor dem Ziel noch ein Risiko eingehen? Entschuldigen Sie die Frage, aber ich möchte unser spannendes Biografieprojekt nicht gefährden. Seien Sie versichert. Clarissa Kaufmann befindet sich auf Friedenau. Haben Sie denn in der Zwischenzeit rausgekriegt, wo Herr Kaufmann steckt? Leider nicht. Er hat sich weder in Ecuador noch in Brasilien blicken lassen. Das ist bedauerlich. Wir können Clarissas Ehebetrug doch trotzdem in die Biografie aufnehmen. Ohne Beweise? Nein, das geht nicht. Aber es gibt doch eine Fülle von Indizien dafür, dass Clarissa noch immer mit Peter Kaufmann verheiratet ist. Das können Sie doch schreiben. Wenn wir unbewiesene Behauptungen veröffentlichen, dann wird sie mich und den Verlag wegen Verleumdung verklagen. Für die Prozesskosten würden wir selbstverständlich aufkommen. Es geht doch nicht allein um Geld. Frau von Anstetten kann durch eine einstweilige Verfügung den Verkauf des Buches stoppen lassen. Kein Kaufmann, keine Bigamie-Geschichte? Ich veröffentliche nur gesicherte Tatsachen. Das heißt also, wir müssen auf das beste Kapitel des Buches verzichten. Schach. Sie sind einfach nicht zu schlagen. Eine weise Erkenntnis. Also verärgern Sie mich nicht noch mehr. Oh, das habe ich gar nicht vor. Sobald Sie Ihren Teil unserer Vereinbarung erfüllen, bekommen Sie den Schließfachschlüssel. Ich rate Ihnen nicht, das kleinste Detail aus meiner Vergangenheit auszuplaudern. Wenn mir als Brandebau gehört, werde ich so beschäftigt sein, dass ich gar nicht mehr zum Plaudern komme. Das hoffe ich für Sie.
Was ist mit dem zweiten Punkt unserer Vereinbarung? Der gesellschaftliche Teil. Zur Präsentation meiner Biografie plane ich, ein kleines Fest zu geben. Da fühle ich mich eingeladen. Auf der Party werden Sie die Gelegenheit haben, ein paar einflussreiche Leute kennenzulernen. Ich nehme an, Sie stellen mich als persönlichen Freund vor. Ich denke, als talentierter Architekt reicht. Etwas Entgegenkommender könnten Sie schon sein. Schließlich habe ich Ihnen geholfen, Ihren Gatten loszuwerden. Seine Maschine ist vor 10 Minuten gestartet. Dann wäre ja dieses Problem gelöst. Wie weit ist Guldenberg? Er kommt voran. Schön. Wie war eigentlich die Vernissage gestern? Oh, hervorragend. Alle Bilder sind verkauft. Und am Samstag findet das nächste Event statt. Oh, gratuliere. Die Künstler scheinen bei dir ja schon Schlange zu stehen. Es wird sich nicht aufhalten lassen. Dann machen wir es uns so richtig gemütlich in unserer Hütte, ja? Hi. Hallo. Oh, Uli, gut, dass Sie da sind. Was Hallo, gibt's? Willi. Ich fürchte, aus Ihrem freien Wochenende wird nichts. Wieso? Es war doch alles abgesprochen. Ja, da wusste ich auch noch nicht, dass wir schon wieder eine Vernissage haben werden. Die Anfrage kam gerade eben. Ich habe natürlich zugesagt. Logisch. Naja, ich brauche Sie für die ganze Organisation. Tut mir leid, aber diesmal müssen Sie auf mich verzichten. Ich habe am Wochenende was Wichtiges vor und das kann ich unmöglich verschieben. Uli, ist denn da gar nichts zu machen? Nein, tut mir sehr leid, diesmal nicht. Da bist du ja endlich. Hallo? Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe auch eine für dich. Was denn? Das verrate ich noch nicht. Aber es wird dich umhauen. Hoffe ich zumindest. Meine wird dich garantiert umhauen. Gegen meine kommst du trotzdem nicht an. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Komm. Du musst die Augen zumachen. Okay. Darfst aber erst wieder aufmachen, wenn ich es sag. Versprochen. So, komm. Warte noch einen Moment. Nee, ich guck. Geduld. Shampoos? Ja, hast du schon mal Limonade mit Korken gesehen? Was gibt es denn zu feiern? Jetzt rück schon raus mit deiner Überraschung. Tja, es ist, also wie soll ich es sagen? Ich bin quasi ab heute Multimillionärin. Tschüss. Tschüss, ich freue mich. Könnte ich vielleicht kassieren? Mein Kollege löst mich ab. Graf von Anstetten übernimmt das. Entschuldigen Sie, da muss ich erst tragen. Tun Sie das. Verzeihen Sie, der Herr an der Theke behauptet, Sie würden seine Rechnung begleichen. Ganz schön dreist, oder nicht? Allerdings. Sagen Sie Herrn Hiller, ich denke nicht im Traum daran. Graf von Anstetten überlegt sich das nochmal. Sie können gehen. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Habe ich Sie gebeten, uns Gesellschaft zu leisten? Nun seien Sie doch nicht so unfreundlich. Herr Hiller, was wollen Sie eigentlich? Falls Clarissa Sie geschickt... Clara? Bestimmt nicht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Peter Kaufmann. Ich bin Claras Ehemann.